Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kommt mit auf unsere wunderschöne Reise durch die Dolomiten und Friaul-Julisch-Venetien. Unsere Tour führt uns mitten im April durch eine der schönsten Berglandschaften der Welt, durch wunderschöne italienische Städte und verlassene Täler. Wir erleben Hochs und Tiefs, Sonne und Regen. Viel Spaß bei Teil 1 unserer Reise. So, die Räder sind mal fertig gepackt. Jetzt fehlen nur noch wir. Und dann geht's los. So, wir fahren gerade raus aus Cortina d'Ampezzo. Und zwar jetzt Richtung Innichen. Genau, Karin gibt Tempo vor. Immer ein bisschen schnell. Ja, wir waren jetzt gerade in Cortina noch auf Kaffee und Schokocroissant. Hat echt noch gut getan. Haben wir auch gebraucht, weil die Wetterprognose ist so schrecklich, dass die Stimmung jetzt nicht so richtig gut ist. Ja, und deshalb haben wir ein bisschen einen Zucker gebraucht. Genießen wir heute noch das schöne Wetter. Ja. Bereiten uns zwar vor, was die kommenden Tage passiert, aber wer weiß. Vielleicht dreht sich ja auch. Also wir befinden uns auf einer 4-Tagestour durch die Dolomiten. Heute ist der einzig schöne Tag. Die nächsten Tage werden eher regnerisch. Wenn es schlecht läuft, wird es auch ein bisschen schneien. Hoffen wir nicht. Und dann haben wir einen Tag Pause. Und dann geht es zum Veneto Gravel. Genau. In Bassano del Grappa. Die Newbie-Strecke werden wir da fahren. Genau, die 200 Kilometer, so zum Abschluss von der Tour. Ja, da sind es insgesamt, glaube ich, um die 600 Kilometer. Jetzt fahren wir mal Richtung Innichen und zu den 3 Zinnen. Und was wir noch haben, wir haben beide ein komplett neues Setup eigentlich. Ah ja, genau, das zeigen wir euch dann noch. Räder als wie auch Taschen Stimmt, teilweise. beide, genau, Ja. neue Räder, neue Taschen. Da zeigen wir euch dann noch ein paar Bilder davon. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Und wie man hinter mir dann noch sehen kann, ist ein altes Bahngebäude. Die Strecke, auf der wir fahren, ist nämlich eine alte Zugstrecke durch die Dolomiten. Geil. Und zwar das da. Wahnsinn. Da gibt es auch noch Schnee, abschnittsweise. Zum Glück nicht mehr zu viel davon, hoffen wir zumindest. Wie wir gerade erfahren haben von 2 sehr netten Italienern, können wir den Weg jetzt nicht ganz bis Innichen fahren, weil der teilweise noch verschneit ist. Genau, jetzt müssen wir dann kurz mal auf die Bundesstraße, die ist allerdings auch sehr, sehr schön. Und dann ab Innichen soll es dann eigentlich wieder auf Schotter weitergehen. Herrlich hier. Das sind Radwege. Gott, ich hoffe, das kann man alles am Video sehen. Der See da mittendrin. So. Herrlich. Montepiano. Montepiana und Montepiano.
So, ich blinde Nuss wäre wieder vorbeigefahren, aber die Karin hat mir nachgeschrien, dass ich filmen soll. Und zwar das da. Ja, lohnt sich, gell? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera auch halbwegs. Die Dolomitenbahn. Hierbei handelt es sich um eine frühere Zugstrecke, die im Ersten Weltkrieg erbaut und im Jahr 1963 wieder aufgelassen wurde. Sie führte über 65 Kilometer von Calalzo bis nach Toblach. Also, wenn mich nicht alles täuscht, müssten das hinter uns die 3 Zinnen sein. Ich glaube, bei Innichen kann man nochmal näher ran und fahren eben hinter denen vorbei. Die kann jetzt mal irgendwo ein Foto machen. Ja, da oben irgendwo. Und wir fahren jetzt weiter. Ach ja, zwecks neuer Ausrüstung. Wir haben ja gesagt, wir haben beide neue Räder und neue Taschen. Ich habe die Delfin-Taschen mittlerweile. Bin ich jetzt zum ersten Mal beim Ausprobieren beim Bikepacking. Genau, und das Radl ist eben das Mason Exposure. Da verlinke ich mal da irgendwo oben das Video dazu. Bin ich richtig begeistert davon. Ich hoffe, man kann es sehen im Video. Links von uns befindet sich der Toblacher See. Wunderschön. So, ich glaube, wir mögen Südtirol. Yep. So, da. Mittlerweile müssten wir uns wieder im Pustertal befinden. Ist wieder ein bisschen flacher da. Genau, jetzt kommen wir dann bald einmal nach Innichen. Da schauen wir dann, glaube ich, dass wir ein bisschen was essen. Und dann geht es wieder weiter rein Richtung 3 Zinnen. Ist irgendwie schön, wieder mal hier zu sein. Da waren wir ja schon beim Alpencross. Sind wir auch durch Innichen durchgefahren. Genau, ich verlinke mal das Video irgendwo links, rechts, oben. Viel Spaß dabei. Das war damals ein bisschen anders. Ich glaube, da war nicht so schön, oder? Na, erst als wir angekommen sind. Ja, genau. Da war es echt bis Innichen grauenhaft und dann ist es richtig schön geworden. Und Karin startet. Ja, ja. Welcome Innichen. Wir waren ja letztes Jahr schon da und da war der ganze Platz rappelvoll. Also da ist man kaum noch durchgekommen. Jetzt im April gehört er uns. Kurze Pause. Genau. Sind es noch wie viele Kilometer? Ich glaube 27. 27 bis zur ersten Unterkunft. Also heute war wirklich ein sehr gemütlicher Tag bis jetzt. Ein richtiger Urlaubstag. Heute noch, ja. Schauen wir mal, was wir morgen sagen. Ihr werdet es gleich mal sehen, wir werden es erst in ein paar Stunden sehen. So, jetzt sind wir gut gestärkt, 2 Brote verdrückt, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch 20 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Und ich glaube, es geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Herrlich hier. So, jetzt haben wir mal einen Blick. So, da haben wir klassische Südtiroler Bergtiere. So, jetzt haben wir es gerade ein bisschen anstrengend. Aber geht jetzt mal ordentlich rauf. War zum Glück nur ca. 5 Kilometer. Dann geht es wieder ein bisschen runter. Da oben gibt es noch ein bisschen Schnee. Jetzt sind wir dann auch bald einmal auf 1600. Da wundert es einen nicht. Veneto. Herrlich. Und wie hoch sind wir? 1640, ja. Steht nirgends mehr drauf. So, jetzt haben wir noch genau 11 Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Da schauen wir dann mal, was zum Essen gibt.
Also auch die Asphaltumfahrung war ziemlich schön. Die Schotter wäre wahrscheinlich noch ein bisschen schöner, aber das probieren wir dann beim nächsten Mal. So, klassisches italienisches Bergdörfchen. Herrlich. Mit Berg. Ich hoffe, man sieht es am Video. Das da hinter uns ist echt beeindruckend. So, eigentlich ist es ja nur noch ein bisschen über 1 Kilometer zur Unterkunft. Und natürlich ist die nochmal 100 Meter weiter oben. So am Ende noch mal schön rauffahren. Ja, wir brauchen die Höhenmeter. Ja, der erste Tag ist geschafft. Wir sind gut gelandet, da wo wir hin wollten. Ja, keine Ahnung, wie die Unterkunft heißt oder die Gegend, aber ist echt der Hammer. Also traumhaft. Ich glaube, entweder stelle ich ein paar Fotos dazu oder ein kurzes Video dazu. Echt beeindruckendes Haus. Uralt. Gebaut 1850. Ja. Also ganz enge Aufgänge, alles aus Holz. Total gemütlich. Ja. Genau, jetzt wollen wir noch Pizza essen. Mhm. Ja, und jetzt machen wir es uns gemütlich. Packen wir die ganzen Sachen zusammen für morgen, weil morgen müssen wir früh starten, weil das Wetter am Nachmittag hat ein Gewitter angekündigt, deshalb müssen wir ein bisschen früher los. Genau. Ja. Frühstück morgen um 7 Uhr Ja, und dann haben wir gleich los. genau. Gut, Ja, dann passt. Gute schönen Nacht. Abend noch. Tschüss. Tschüss. So, guten Morgen. Kahn ist schon am Zusammenbacken. Eigentlich beide. Jetzt gibt es gleich mal Frühstück. Und das Wetter ist wie befürchtet jetzt nicht ganz so gut heute. Also, wir hoffen, dass trotzdem was wird. 7 Grad sind es momentan, also heute ein bisschen wärmer anziehen. Und hoffen, dass wir nicht ins Gewitter kommen. So, die Räder sind bereit. Hier so einigermaßen. Oh ja, es wird toll. So, jetzt verlassen wir unser kleines Dörfchen. Sind echt mitten in die Täler, in die Berge. Trotzdem gibt es da wunderschöne Radwege. Da sollte sich das Wipptal in Nordtirol eine Scheibe abschneiden. Da oben haben wir geschlafen. Und vielleicht kann man sogar ein bisschen die Berge erkennen am Video. Man sieht sie durch die Wolken durch. Also bisher können wir uns echt nicht so beschweren vom Wetter her, weil wenn wir solche Aussichten haben, dann passt das Wetter. Naja, die heutigen Tourdaten bin ich ja noch schuldig. Ich glaube, heute haben wir so circa 110 Kilometer und wenn alles sauber ist, 1800 Höhenmeter. Das wird jetzt ganz schön knackig darauf und wir wissen auch nicht, ob eben alles frei ist, ob man alles fahren kann. It's closed? Ah, okay. So, jetzt wollten wir gerade über den ersten Pass drüber. Und Gott sei Dank hat uns ein Einheimischer aufgehalten und gesagt, Quisa la strada. Und der Matthias ist jetzt gerade beim Umplanen. Ja, wer weiß, was wir heute gesehen hätten. Es ist relativ neblig. Ist so, muss man damit umgehen. Schön hier. So, warm wird's. Hui. Wenn sich Umwege lohnen, oder? Wahnsinn. So, jetzt haben wir gedacht, an so einem wunderschönen Plätzchen schauen wir uns auch gleich mal das neue Equipment an. Und zwar haben wir eben gesagt, dass wir ja neue Taschen haben. Also bei mir sind es ja eben die Delfin-Taschen. Und zwar hinten das Rack und die 10 Liter Beniers. Genau, die Delfin, die Oberradtasche habe ich eh schon gehabt. Und das da
das da habe ich eigentlich notgedrungen mitgenommen, weil die Dame zu wenig Platz gehabt hat. Jetzt hat sie meine Delfin-Taschen von vorne geklaut. Ja. Und sie hat noch die Restrap-Tasche hinten drauf, die sie eigentlich immer hat. Und mit der sie auch sehr, sehr, sehr zufrieden ist. Genau. Ja, nochmal eine Übersicht über das Ganze. Mir tut jetzt wahnsinnig gut. Das ist ja nicht mal ein Radweg, ha? Mitten in den Alpen. Ein Traum. So, jetzt haben wir noch ca. 17 Kilometer, bis wir auf der Originalroute wieder sind. Und da schauen wir dann mal, ob wir irgendwo Kaffee und Kuchen finden. Ja, mal eine kurze Pause, bevor es dann weitergeht in die letzten 65 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Wie man da hinten vielleicht sehen kann, es ist jetzt ziemlich bewölkt, also ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es alles gesperrt war. Jo. Jetzt sind wir wieder auf der originalen Route, jetzt gibt es einen Kaffee. Wir haben es geschafft. Ja, so, Kaffeepause haben wir geschafft. Möp, möp. Karin ist motiviert. Jetzt geht es gleich mal Richtung Horrorsteigung. Wir sind schon gespannt. So, jetzt haben wir auch noch die letzten Hüllen fallen lassen. Kurz. Jetzt ist echt warm geworden. Richtig, richtig angenehm. So darf es weitergehen. Ja, und jetzt kommen die Anstiege. Für das wäre es viel zu heiß gewesen. Also inzwischen merkt man schon richtig, dass man immer weiter Richtung Süden kommt. Die Berge werden ein bisschen sanfter, viel mehr grün. Und jetzt sind wir auf 350 Höhenmeter oben. Also wirklich weit unten eigentlich. Und hier durchqueren wir gerade einen Seitenarm des Tagliamento, dem letzten Alpenfluss, der noch die charaktergebenden Eigenschaften der ursprünglichen Flüsse im Alpenraum aufweist. Okay, gefühlt sind wir jetzt echt in einer ganz anderen Welt. Einmal Flussdurchquerung und jetzt wunderschöne italienische Wälder. Jetzt haben wir schon befürchtet, dass die Straße schon wieder gesperrt ist, aber nein, das heißt nur holprige Straße, also ideal für unsere Räder. Aber wenn wir uns vielleicht insgeheim gewünscht hätten, dass zu ist und wir hätten können den viel leichteren Pass fahren. Schauen wir uns das mal an. Das sind jetzt 11 Kilometer und der größte Teil unserer Höhenmeter heute. So, wir haben gerade vereinbart, für jedes Auto, das uns da begegnet, auf die 11 Kilometer gibt es ein Stamperl Schnaps. Ich glaube, wir kommen nüchtern an. So, inzwischen sind wir ganz unten in der Schlucht und ich glaube, jetzt geht es ja richtig knackig rauf. Da haben wir es. Jetzt wird's hart. Ihr könnt es erkennen auf der Karte oder auf dem Garmin. Das schaut hart aus. Gut. Also ein Teil vom Anstieg haben wir schon hinter uns. Also mit den wirklichen 20% kommt jetzt. Ja, Motivation ist groß. Yeah. Hey.
So, inzwischen befinden wir uns in San Francesco. Der größte Teil der Abfahrt ist schon mal hinter uns. Jetzt kommen noch 2 brutale Rampen. Aber wir haben nur noch 28 Kilometer und ich glaube 500 Höhenmeter. Ist ja schon. Ja, der Katze. Und der nächste Miniweg. Schauen wir mal, wo der uns hinbringt. So, rechts, wenn wir Glück haben, sehen wir die Schafe. So, vorletzter Anstieg. Und inzwischen fühlt es sich echt so an, als ob wir wieder in Slowenien wären. Die Wälder hier schauen echt so aus wie dort. Wir nähern uns dem Ende. Wir träumen schon von Knoblauchsuppen. Man merkt, wir brauchen was zum Essen. Jetzt sind es noch 12 Kilometer, ein paar Höhenmeter, dann haben wir es. Ah ja, wir haben uns auch gerade darüber unterhalten, dass ja die jetzige Bikepacking-Tour eigentlich so eher als Fahrradweg Bikepacking-Tour geplant war, weil es ja dann noch April ist. Und wir haben uns halt gedacht, naja, wird halt eher gemütlich und schön, aber halt jetzt nicht so beeindruckend. Also bisher ist es beeindruckend. So, jetzt sind wir fast schon am Ende. Jetzt fahren wir noch mal kurz ein bisschen zurück für eine hoffentlich schöne Aussicht. So schön. Happy. Ja, Wahnsinn. So, wir sind angekommen. Herrlich hier. Jetzt haben wir zuerst ein bisschen Angst gehabt, dass wir nichts mehr zum Essen kriegen, weil da schaut es völlig ausgestorben aus. Das nächste Restaurant, das es gibt, ist so, glaube ich, 1-2 Kilometer weg. Das hat geschlossen. Jo, aber zum Glück ab 7 gibt es was. Genau. Jetzt schauen wir mal kurz die Aussicht. Also, die Tour heute war echt wieder ein Hammer. Also wir sind richtig durchs Hinterland und irgendwelche kleinen Straßen, durch die Wälder, die sich da so durchgeschlängelt haben. Es war echt mega schön. Hat sich echt gelohnt heute. Ja. Genau, jetzt sind wir ein bisschen K.O. Jetzt gehen wir mal duschen, fahren wir alles rein. Und ja, vielleicht melden wir uns später noch. Wenn nicht, wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Und der Abend war wirklich noch beeindruckend. Wir waren die einzigen Gäste im Restaurant, wurden höchstpersönlich vom Eigentümer beraten, bedient und bekocht. Es gab ein 4-Gänge-Menü, sicher eins der besten, das wir je hatten.